Wie ich schon sagte, wird hier und da ohne jeden Grund auf Russland herumgehackt. Und natürlich laufen sofort wie um den Scherchan herum alle möglichen kleinen Tabakis. Alles wie beim Kipling. Sie heulen rum, um ihren Herrscher zu besänftigen. Kipling ist ein großartiger Schriftsteller. Wenn es morgen in Europa einen Krieg gibt und die USA nicht in der NATO sind. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, zu erklären, dass mit der Sher Khan die USA und mit Tabakis die treuen Verbündeten gemeint waren, die um ihres Oberherren willen alles tun sollten, um dem aggressiven Russland zu begegnen. Allerdings ist nicht alles so einfach und nicht alle europäischen Länder beugen sich vor Bidens Regierung, denn in Fragen der nationalen Sicherheit müssen sie ihrem überseeischen Patron nur mit Bedacht vertrauen. Wenn es keine Einigung unter Verbündeten gibt. Dass es in den europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten keine Einigkeit gibt, zeigt das Geschrei der Experten der schwedischen Verteidigungsforschungsagentur Totalförsvarets Forskningsinstitut. Die versuchen, die Europäer davon zu überzeugen, dass sie auf die Abwehr einer russischen Bodeninvasion in den baltischen Staaten vorbereitet sein müssen. Die sogenannten unabhängigen schwedischen Doktoren Robert Dalsö und Michael Jonsson haben einen ganzen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Autonomie, Kakophonie oder Kohärenz – The Future of European Defense, indem sie begannen, die Europäer in die Irre zu führen und ihnen Angst vor dem Ende der europäischen Zivilisation zu machen. Seit 2014 wurde Europa ein vierfacher Schlag verpasst. Von einem revisionistischen und revanchistischen Russland im Osten, von Massenmigration und Terrorismus im Süden, von der amerikanischen Ablehnung der NATO unter Präsident Donald Trump im Westen und von neuen populistischen und nationalistischen Kräften, die die herrschenden Eliten im Inland herausfordern. Man muss nur das Wort Apokalypse hinzufügen und schon sind die vier Reiter genau wie in der Bibel zu sehen. Raten Sie mal, welcher Reiter der gefährlichste ist. Während Russland 2014 als Bedrohung zurückkehrte, sind viele europäische Armeen bis heute nicht darauf vorbereitet, einem ebenbürtigen Gegner in einem Konflikt mit hoher Intensität gegenüberzustehen. Aufgrund der gravierenden Lücken in den bestehenden Organisationen sind die europäischen Verteidigungskapazitäten kleiner, als sie auf den ersten Blick erscheinen, und die Aufstockung der Verteidigungshaushalte dient eher dazu, Löcher zu stopfen, als neue Fähigkeiten zu schaffen. Das Ergebnis ist, dass der Feind vor der Tür steht und die Europäer Geld für eine Verteidigung verschwenden, die angesichts der Macht der russischen Armee nutzlos ist. Sofort stellt sich die klassische Frage, was ist zu tun? Schließlich werden die Russen bestimmt alles angreifen und annektieren, wie 2014 die Krim. Natürlich gibt es eine Rettung. Es ist Amerika, das gebraucht wird, um ein militärisches und politisches Gegengewicht zu Russland zu bilden und als Bollwerk gegen die Rückkehr der innereuropäischen Rivalität zu wirken. Um das Ganze noch überzeugender zu machen, zeichnen die beiden Doktoranden ein düsteres Bild zum Thema, wenn es morgen einen Krieg gibt und die USA nicht in der NATO sind. Die NATO und die Partnerstaaten in Nordeuropa können nur die Hälfte der Gesamtzahl der mechanisierten Bataillone aufstellen. Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben keine Kampfunterstützung durch Artillerie, Technik, Flugabwehr und Logistik. Die meisten Einheiten aus dem Baltikum, Nordeuropa und Polen sind für den mobilen Krieg ungeeignet oder zu Gegenangriffen nicht fähig. Natürlich ändert sich das Bild, wenn die Retter mit der Sternenflagge eintreffen. Die russische gestaffelte Luftabwehrsystem zu unterdrücken? Easy. Immerhin hat die NATO die Falken der US-Luftwaffe auf ihrer Seite und deren Beitrag wird entscheidend sein. Daher könnten die NATO-Bodentruppen im Baltikum jeder angreifenden Streitkraft erheblichen Schaden zufügen und sie vielleicht sogar aufhalten.
Ein solcher Erfolg wird jedoch durch die Unentschlossenheit Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands behindert, die fälschlicherweise glauben, dass eine terroristische Bedrohung aus dem Nahen Osten beängstigender ist als ein aggressives Russland. Beide Doktoranden beklagen, dass die Länder weniger für die Verteidigung ausgeben. Tatsächlich sind die Verteidigungsausgaben der 3 führenden europäischen Länder im Vergleich zum US-Militärhaushalt bescheiden. So plant Großbritannien beispielsweise, seine Panzertruppen um 35% zu reduzieren und die verbleibenden Panzer auf den neuen Challenger 3 Standard umzurüsten, während es sich weigert, neue Leopard 2 Panzer aus Deutschland zu kaufen. Darüber hinaus haben die Briten ihre Beschaffung von F-35 Flugzeugen reduziert und statt der vertraglich vereinbarten 138 nur 48 Flugzeuge gekauft. Deshalb muss sich Europa auf den Wiederaufbau seiner militärischen Fähigkeiten und die Entwicklung seines strategischen Zusammenhalts konzentrieren, der eine wichtige Quelle seiner Stärke ist. Unter strategischem Zusammenhalt verstehen wir die Beendigung der Widersprüche zwischen den nördlichen und den südlichen NATO-Mitgliedern, die Zahlung von 2% der Beiträge zum Haushalt des Bündnisses, das heißt alles, um die Kräfte zur Abschreckung Russlands zu bündeln. Ich werde nun in einfachen Worten erklären, was die unabhängigen schwedischen Doktoranden wirklich von den europäischen NATO-Ländern wollen. Ich möchte zunächst einige Fakten in Erinnerung rufen. Vor einigen Jahren haben die US-Streitkräfte einen neuen militärischen Standard für die Kriegsführung eingeführt, den One-War-Standard, das heißt den Krieg gegen eine einzige Großmacht. Die unabhängigen US-Experten Hal Brands und Evan Montgomery bewerteten die Stärken und Schwächen dieser Neuerung und kamen zu dem Schluss, dass die USA mit Russland oder China nicht allein fertig werden können, sondern Verbündete brauchen, weshalb sie 3 strategische Szenarien mit Beteiligung von Verbündeten vorschlugen. Erstens Outsourcing von Abschreckung und Kriegsführung, indem sie sich auf Verbündete verlassen, um den Status quo in ihren Heimatregionen aufrechtzuerhalten. Zweitens Eskalation. Verstärkter Einsatz von Atomwaffen zur Abschreckung oder zur Bekämpfung eines opportunistischen Aggressors. Drittens Mobilisierung. Erhöhung der Fähigkeit der gemeinsamen Streitkräfte zur Bewältigung von Bedrohungen. Das letzte Szenario, bei dem Russland und China ihre militärischen Fähigkeiten zusammenlegen, wurde von Experten als Albtraum-Szenario bezeichnet, da weder die Vereinigten Staaten noch die NATO einem solchen Bündnis etwas entgegenzusetzen hätten. Zugleich gilt sie als die fantastischste. Denn eine solche Vereinheitlichung ist aufgrund der Unterschiede zwischen der russischen und der chinesischen Wirtschaft unmöglich. Wie allerdings aktuell die Realität aussieht, brauche ich nicht zu kommentieren. Aus diesem Grund wurden das erste und das zweite Szenario als die wichtigsten Szenarien für den Umgang mit streitbaren NATO-Verbündeten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich gewählt. Deshalb wurden Experten des schwedischen Verteidigungsforschungsinstituts Totalförsvarets Forskningsinstitut hinzugezogen, um die Europäer davon zu überzeugen, Mittelstreckenraketen zu akzeptieren, die zunächst ohne Atomsprengköpfe, aber in großer Zahl vorhanden sein würden. Russlands Antwort, die in den Sätzen formuliert wurde, dass Vergeltungsschläge auf Start- und Abschussentscheidungszentren erfolgen werden und dass Russland seine Mittelstreckenraketen nur als Antwort auf die Stationierung ähnlicher Raketen in Europa einsetzen wird, verwirrte die proeuropäischen Beamten. Daher müssen Jens Stoltenberg und unabhängige schwedische Experten gigantische Anstrengungen unternehmen, um die Euroskeptiker von der US-Rettungsmission zu überzeugen, die im Ernstfall vor Russland schützen wird. Aber wird es das? Ja, argumentierten die schwedischen Experten, denn die Angst vor einer nuklearen Eskalation bleibt ein wirksamer Mechanismus zur Abschreckung Russlands, so dass die Existenz von Mittelstreckenraketen in Europa der Gefahr eines Atomkriegs mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Shere Khan aus Papier. Das ist aber gar nicht so einfach.
Tatsache ist, dass es in den USA in letzter Zeit um die Verteidigungsfähigkeit schlecht bestellt ist, um es gelinde auszudrücken. Obwohl der Verteidigungshaushalt des Pentagons für 2022 einen neuen Rekord bei den Finanzierungsbeträgen aufgestellt hat, haben die Amerikaner Probleme mit der Kampfbereitschaft der wichtigsten Arten von Offensivwaffen. Das Government Accountability Office (GAO) schlug als erstes Alarm und bezweifelte, dass die US-Armee im Jahr 2023 über Hyperschallkomplexe verfügen wird. Das Urteil der Wirtschaftsprüfer fiel hart, aber fair aus. Die USA verfügen noch nicht über die bahnbrechende Technologie, um lenkbare Hyperschalltechnologie zu liefern. Die damalige stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks äußerte sich wie folgt zur nuklearen Sicherheit der USA. I would just add that I am worried about the state of the readiness of the nuclear triad, and if confirmed, that's an area I would want to get my team in place and start to look at right away. Stopp! Aber 2018 stellte doch Trump eine neue US-Atomdoktrin vor, für die 1,2 Billionen Dollar bereitgestellt wurden. 3 Jahre vergingen, das Geld wurde ausgegeben. Ist denn die nukleare Triade immer noch nicht einsatzbereit? Nein, das ist es nicht. Lassen Sie uns die Fakten durchgehen. Die Interkontinentalrakete LGM-30G Minuteman III, die als letzte in Alarmbereitschaft war, wurde 1977 gestartet. Der Leiter des strategischen Kommandos der USA, Admiral Charles Richard, erklärte, es sei nicht ratsam, die Lebensdauer dieser Interkontinentalrakete zu verlängern, da die technische Dokumentation teilweise verloren gegangen ist und die Technologie nicht mehr funktioniert. Russia, however, remains the pacing nuclear strategic threat, aggressively engaged conventional and nuclear capability development, modernization, and are now roughly 80% complete, while we are at zero. Das GBSD-Programm Ground-Based Strategic Deterrent, deutsch bodengestützte strategische Abschreckung der US-Luftwaffe, das den schrittweisen Ersatz der Minuteman III vorsieht, hat nie das Prototypenstadium erreicht, aber den größten Teil der bereitgestellten 100 Milliarden Dollar verschlungen. Das Programm ist daher aus 2 Gründen von der Schließung bedroht. Zum einen wegen der steigenden Kosten und zum anderen, weil die Sprengköpfe für die neuen interkontinentalen Marschflugkörper auf der lenkbaren Hyperschalltechnologie basieren müssen, die allerdings noch nicht verfügbar ist. Auch das zweite Mitglied der nuklearen Triade, die US-Marine, hat Probleme. Obwohl der Kongress ein Programm zur Aufstockung der Zahl der Marineschiffe auf 355 Schiffe und U-Boote beschlossen hat, hat sich die Umsetzung dieses Programms als nahezu unmöglich erwiesen. Im Jahr 2017 veröffentlichte das GAO einen Bericht über den Zustand der US-Marine. In dem Bericht wurde Folgendes festgestellt: Die derzeit verfügbare Kapazität in den Trockendocks der Werften entspricht nicht den Anforderungen des künftigen Betriebs. Das Marinekommando geht davon aus, dass die Werften nicht in der Lage sein werden, 73 der für die nächsten 23 Jahre geplanten 218 Schiffswartungsarbeiten durchzuführen. Dies gilt insbesondere für alle Flugzeugträger und 50 U-Boote. Hat sich in 4 Jahren etwas geändert? Nein. Daher wird das Erscheinen eines neuen nuklear angetriebenen Columbia-U-Boots, das die alternden ICBM-Träger der Ohio-Klasse ersetzen soll, nach 2033 erwartet. Darüber hinaus sind die Arbeiten an den W-76-2-Gefechtsköpfen für die Trident II D5 ICBM UGM 133A noch nicht abgeschlossen. Aber es gibt doch strategische Bomber. Ja, die gibt es. Zum Beispiel die B-52H, die wie die Minuteman III eine verlängerte Lebensdauer haben, was die Wahrscheinlichkeit von Flugzeugunfällen erhöht. Die B-1B-Bomber sind keine Atomwaffenträger und die 20 B-2 Spirit-Tarnkappenbomber können nicht als US-Atomschild bezeichnet werden. Darüber hinaus sind sie alle Ziele für russische Hyperschallraketen, während Hyperschallraketen für US-Luftverteidigungs- und
Wenn Europa allen Angeboten der USA zustimmt, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und US-Raketen aufnimmt, wird es effektiv zu einem Gebiet strategischer Ziele für russische Interkontinentalmarschflugkörper. Im Falle eines globalen Krieges werden die USA den Europäern nicht helfen und die russischen Hyperschallkomplexe nicht aufhalten können. Denn seit 1991 haben die USA allmählich an Macht verloren. Der mächtige Shere Khan ist in der Tat längst zum Papiertiger geworden. Das erste und zweite Szenario der amerikanischen Experten Brandes und Montgomery sind vor allem für die USA von Vorteil. Sie sehen das folgendermaßen: Während Russland Europa in eine Mondlandschaft verwandelt und sein Atomwaffenarsenal aufbraucht, wird Amerika wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg hinter 2 Ozeanen sitzen und dann dem geschwächten Russland ihren Willen aufzwingen, indem sie ihm mit einem zurückgehaltenen Atomwaffenarsenal drohen. Die USA liegen wieder einmal falsch, denn Russland weiß, wo sich die Entscheidungsorte befinden und wird sie nicht von seinen strategischen Raketentruppen unbeaufsichtigt lassen. Genauso wie Europa sich irrt und sich leichtgläubig in ein Pro-Krotest-Bett illusorischer Sicherheit legt, das von einem Papier-Shenhan zu den süßen Klängen schwedischer Tabakis zubereitet wird. Fazit: Im Falle eines globalen Krieges werden die USA den Europäern nicht helfen, sie werden nicht in der Lage sein, die russischen Hyperschallkomplexe zu stoppen, und sie werden sich auch nicht hinter 2 Ozeanen verstecken können.